Zu spät. Nee, also ist es mit 50 zu spät, sein Leben noch einmal neu auszurichten? Ist es zu spät, die zweite Lebenshälfte zu planen? Meine kurze Antwort: Nein. Aber ich glaube, die Frage führt uns trotzdem ein kleines bisschen in die Irre, weil sie klingt, als ging es immer um Krise, um Ausbrechen, um das Ende eines falschen Lebens und dadurch Goodbye Deutschland und Currywurst in Spanien verkaufen. Und so ist es eben nicht immer. Ich habe eine Hypothese. Meine Hypothese ist, es gibt zwei Gruppen, wahrscheinlich gibt es mehr. Ich komme halt auf zwei sofort. Es gibt Menschen, bei denen das genauso stimmt, die irgendwann sehr klar sagen, so will ich nicht weitermachen. Aber es gibt auch die andere Gruppe, zu der ich gehöre. Menschen, die ein gutes Leben hatten, die nichts grundsätzlich bereuen, die ihr Beruf mögen und sogar lieben, die viel erlebt haben und die trotzdem spüren, die zweite Hälfte wird andere Fragen stellen als die erste. Schön, dass du da bist. Ich teile hier meine Gedanken, Entscheidungen und Lernkurven für mehr Freiheit mit Substanz. Vielleicht ein bisschen was Persönliches, also unser Weg durch die Welt. Ich habe Deutschland mit 28 Jahren verlassen und erst mit 40 Jahren dann, also in die Schweiz damals, um die 40 Jahren dann meine Familie geschnappt und dann sind wir nach Neuseeland gegangen für mehrere Jahre, haben dann noch in Singapur gelebt und Südostasien gut erkundet, bevor wir dann wirklich zurück in die Schweiz gekommen sind. Und weil wir so gelebt haben, war die Frage für uns nie rein theoretisch, wo will ich eigentlich die zweite Hälfte leben? Wir haben mehrere Länder gezielt auf Renten und auf Feiertauglichkeit geprüft. Also Länder, die wir erkundet haben, sind zum Beispiel Kolumbien, Costa Rica, Thailand, die Philippinen, Neuseeland und natürlich die Schweiz und noch einige mehr. Nicht als Touristen, sondern mit der echten Frage, können man hier gut, vielleicht auch günstig leben? Wie ist das Gesundheitssystem, die Community, das Klima, die Lebensqualität mit Mitte 50 und danach? Das Ergebnis: Wir sind noch nicht fertig mit dieser Frage. Aber wir haben zwei Szenarien, die uns wirklich reizen. Zwei konkrete Zukunftsvisionen, können wir sagen. Das eine ist das langsame Reisen mit Gleichgesinnten, mit guten Freunden, mal 3 Monate was in Thailand mieten, 6 Monate in Südafrika, 3 Monate in Kolumbien. Müssen nicht immer dieselben Pärchen sein, je nach Sport und Interessen und wer geht lieber wandern und wer macht lieber Wassersport und so. Durchaus immer mieten, nicht unbedingt kaufen, aber immer mit Menschen, die ähnlich denken und denen es auch gefällt. Wenn auch du dazu gehörst, melde dich bei mir. Das hat etwas unglaublich Freies. Die andere ist ein Waisenhaus aufmachen oder ein Frauenhaus, irgendwo was zurückgeben im Leben. Ein neuer Ankerpunkt, was Sinn macht und wofür man dann wirklich aufgeht und dafür auch gerne alles gibt. Ein Ort der Begegnung schaffen. Aber vielleicht schließen sich auch beide Zukunftsvisionen gar nicht aus. Also wir bauen das gerade mit Absicht, nicht mit Eile. Und mit Investitionen, die uns in diesem Spielraum ermöglichen wollen, beschäftigen wir uns zurzeit natürlich auch. Aber bevor ich dir erzähle, was uns dabei wirklich beeinflusst hat, lass mich kurz erzählen, warum ich glaube, dass die meisten Menschen diesen Übergang unterschätzen. Das eigentliche Problem ist nämlich, dass viele Menschen planen ihre Finanzen gut. Vorsorge, Pension, Immobilien, Anlagen. Aber sehr wenige planen ernsthaft, was danach mit ihrem Leben passieren soll. Und das ist aus meiner Sicht ein Fehler. Das eigentliche Problem der Rente ist meist nicht das Geld, auch nicht die Freizeit oder vielleicht doch, denn das Problem ist die Leere, wenn Aufgabe, Rhythmus und Bedeutung wegfallen. Solange man arbeitet, hat das Leben Struktur, man wird gebraucht, man hat Verantwortung, man muss morgens aufstehen, Entscheidungen treffen. Klar, nervt manchmal, aber es trägt eben auch, ja. Und dann gibt es dieses gesellschaftliche Bild, auf das man viele Jahre lang hinarbeitet. Irgendwann ist man frei, ich bin plötzlich in Rente, keine Termine mehr, ein bisschen Sonne, Cocktails am Strand, Reisen, Golf. Ganz ehrlich, netter Urlaub, aber als Lebensziel ist mir das viel zu dünn. Also mein Traum ist es nicht, auf Dauer nicht gebraucht zu werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Oder? Super spannend. Zwei Menschen haben mich da extrem beeinflusst. Das eine ist Dr. Riley Moynes, glaube ich, wird er ausgesprochen, Moynes. Der hatte eine TED-Speech und dem sein Konzept möchte ich gern vorstellen. Also er hat Hunderte von Rentner befragt und dabei Muster entdeckt, die sich immer wiederholen.
Und er ist somit aufgekommen, die 4 Phasen vier Phasen des Rentendaseins. Ich finde das außerordentlich spannend. Also die erste Phase, die nennt er die Urlaubsphase, der erste Moment der Freiheit, endlich keine Termine, keine Verpflichtungen, jeder reist gern, genießt, atmet durch, fühlt sich toll an, dauert meistens ein Jahr. Die zweite ist dann der Einbruch, womit die meisten nicht gerechnet haben. Eine tiefe Leere, manchmal Depression, Angst. Man realisiert oder man hat zumindest das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden, kein Rhythmus mehr, kein klarer Sinn. Das ist die härteste Phase, wenn man Moines glaubt. Und sehr viele kommen hier auch gar nicht raus. Das ist wirklich diejenigen, die da vor dem Fernseher verenden. Die besten Freunde ist die Familie im Bande im Fernsehen und die Lindenstraße und keine Ahnung, was es da alles gibt. Der dritte Phase ist Versuch und Irrtum. Das finde ich super spannend. Die sich aufrappeln und sagen, nee, so geht's nicht. Also vom Fernseher sitze ich nicht, jetzt muss ich was machen. Ich gehe in den Verein, ich probiere Bowling, ich probiere Boccia, ich probiere die unterschiedlichsten Sachen. Das eine liegt mir, das andere nicht. Viele fallen zurück in Phase 2 und verenden trotzdem vorm Fernseher. Und dann gibt's laut Moines 60%, ich habe da meine Zweifel, ich glaube es sind weniger, die wirklich in die goldenen Jahre kommen, in die sinnvolle Lebensphase, in die Phase 4 des Rentendaseins. Und die finden was Entscheidendes, um einen neuen Beitrag zu leisten. Und da spielt immer Bedeutung eine Rolle. Es geht um Bedeutung, um Ehrenamt, um Mentoring, um Coach werden, Fußballtrainer, eigene Projekte, tiefe Verbindungen, kreatives Dasein. Ein Leben, das einfach wieder trägt. Und wenn man sich das bewusst macht, sollte man sich frühzeitig überlegen, wie sieht denn für mich Phase 4 aus? Der zweite Punkt ist Bill Perkins, Die with Zero, also sterb mit Null. Eine Quelle, die mein Denken grundlegend verändert hat. Ein Buch, das ich echt verschlungen habe. Perkins ist Hedgefonds Manager, Poker, Profi, Lebensoptimist und er hat einen provokativen Kernsatz, der heißt, wer am Ende seines Lebens noch Geld übrig hat, hat zu lange gearbeitet. Ich gehe da nicht ganz mit, ich will nicht in Rente, ich liebe Arbeit, ich liebe Projekte, ich liebe das Erschaffen, ich liebe das Verändern. Aber der Kern des Gedanken hat mich trotzdem erwischt, weil Perkins fragt, wofür sparst du eigentlich? Für Erfahrungen, die du irgendwann machen willst oder für eine Zahl auf einem Konto, die du am Ende deines Lebens nie ausgegeben hast? Er zeigt auch auf, dass die meisten vererben Geld ihre Kinder, wenn die Kinder 63 Jahre alt sind. Also wer sagt, ich mache das für meine Kinder. Traurig, wenn deine Kinder mit 63 Jahren das Geld brauchen. Ne? Also er beschreibt so, das Leben besteht aus Erfahrungen, nicht aus Kontoständen. Also er macht so ein Erfahrungskonto auf. Und Erfahrungen haben ein Zeitfenster. Die richtigen Erfahrungen zur richtigen Zeit. Mit 75 klettert man nicht unbedingt auf den Vulkan mehr. Mit 80 reist man einfach anders als mit 55. Was hat es bei mir ausgelöst? Ich habe angefangen, konkret nachzudenken, welche Erfahrungen will ich wann gemacht haben? Was will ich mit meiner Frau in den nächsten 10 Jahren erleben, solange wir fit sind, neugierig sind, Energie haben? Und wie baue ich mein Leben und meine Finanzen so, dass es möglich ist, nicht erst mit 70 loszulegen? Oder? Klingt simpel, aber es verändert, wie man über Zeit, Geld und Entscheidungen nachdenkt. Und es hat mich auch dazu gebracht, mit 45 ernsthaft in Investitionen zu denken. Nicht, weil ich plötzlich zum Finanzfreak geworden bin, ein bisschen vielleicht doch, primär, weil ich verstanden habe, ohne Spielraum, ja, ich möchte es nicht widersprechen. Also Geld ist nicht die Grundlage für Freiheit, da gehört viel mehr dazu. Schau dir mein letztes Video an. Aber es ist wirklich ein wichtiger Enabler. Die richtigen Fragen für die zweite Hälfte, glaube ich, sind, was ich hier mit auf den Weg geben möchte. Aus all dem, also von Moines, von Perkins, meine eigene Erfahrung in verschiedenen Ländern, haben einfach zu Fragen geführt, nicht nur finanziell, sondern primär existenziell. Wofür will ich da sein? Was interessiert mich wirklich, wenn kein Titel und kein Gehalt daran hängen? Wie viel Struktur brauche ich persönlich? Was will ich noch erleben und wann, mit wem, solange es wirklich erleben kann? Und wie sieht das gemeinsam mit meiner Frau, meinen Freunden in Zukunft aus?
Diese letzte Fragen unterschätzen viele. Zwei Menschen, die jahrelang parallel gearbeitet haben, Kinder hochgebracht haben und sich plötzlich mit viel Zeit und wenig Strukturen gegenüber sitzen, das ist nicht automatisch idyllisch. Ich glaube, ich bin da gesegnet, aber ja, es fallen halt Sachen weg, ne? Und es braucht eine gemeinsame Vision, gemeinsame Hobbys, gemeinsame Interessen, gemeinsame Ziele. Und an diesem Lebensweg arbeiten wir gemeinsam, meine Partnerin und ich. Also es geht um die zweite Zielgruppe. Ich nenne es eher Reife statt Krise, oder? Nicht Midlife-Crisis, nicht weg und goodbye Deutschland. Es geht darum, geplant die zweite Hälfte frühzeitig ja, zu strukturieren. Also früher hat man einfach Karriere, Familie, Haus, Sicherheit, Vermögen, Erfahrung und dann verschiebt sich eben der Blick. Es geht nicht mehr nur darum, mehr zu machen, dann geht es darum, klüger zu wählen. Was bleibt, was lasse ich weg, was trägt wirklich, was war gut für eine Phase und passt vielleicht nicht mehr in die nächste. Das ist keine Tragödie, ich nenne das Reifung. Mit 25 hält man vieles für wichtig, was später an Gewicht verliert. Nicht, weil man desillusioniert ist, sondern weil man besser versteht, was Substanz hat und was eher Dekoration war. Also zurück zur Frage vom Anfang. Nein, es ist nicht zu spät. Ich selbst habe das erste Mal mit 45 wirklich angefangen, mich mit Investitionen zum Beispiel zu beschäftigen. Und meine Frau und ich sind immer noch dabei, unsere zweite Hälfte zu gestalten. Nicht planlos, aber auch nicht fertig. Was ich gelernt habe, Klarheit ist wertvoller als Tempo. Nicht jede Veränderung muss radikal sein, aber sie sollte bewusst sein und nicht jede Entscheidung muss sofort kommen. Aber sie sollte vorbereitet sein. Und nicht jeder, der mit 50 oder 55 noch etwas verändert, tut das aus Frust. Manche tun es aus Reife, aus Klarheit, aus dem ehrlichen Blick auf das, was noch kommt, worauf ich mich dann auch freuen will. Man muss die zweite Hälfte bauen. Sie kommt nicht von alleine. So, mich wird nun wirklich interessieren, bereitest du deine zweite Hälfte schon vor? Oder hoffst du eher, dass sich das irgendwie ergibt? Und wofür würdest du morgen aufstehen, wenn dein heutiger Job morgen weg wäre? Nicht nur, um dich zu bewerben, oder? Schreib's gerne in die Kommentare. Nicht die perfekte Antwort, die ehrliche Antwort interessiert mich. Wenn dich genau solche Fragen interessieren, Freiheit, Geld, Entscheidungen, die zweite Hälfte, dann abonniere den Kanal. Über ein Like freue ich mich natürlich. Und im nächsten Video wird es sehr konkret, wie viel Geld braucht man eigentlich wirklich für ein gutes Leben. So super, dass du da warst. Bis gleich.